Wo Marmor, Stein und Eisen bricht, das ist alles durch. Die Betonabdeckplatte sind auch durch, das ist alles weg. Naja, das Auflager ist jetzt suboptimal. Jetzt nochmal. Okay. Ja, ich schaff das nicht. soll das so? Einsatz für die Handwerkerprofis. Hessen im Heimwerkerfieber mit Fleiß, Mut und Bauchgefühl. Sie sind die Rettung. Das Dreamteam mit geballter Handwerkerkompetenz. Lisa Manz und Willi Becker. Sie ist Maler- und Lackierermeisterin. Er hat sogar 5 Meistertitel. Zusammen machen sie sich stark für unsere Hobbyheimwerker. Schön hat er es hier, der Pedigini in Rosenthal. Wenn da nicht dieser Schandfleck wäre. Der Mauer kann man beim Wegbröseln zuschauen und der wackelige Jägerzaun hat auch schon bessere Tage gesehen. Das Problem liegt doch eigentlich auf der Hand, oder? Warum soll dann die Mauer eigentlich weg? Wenn du siehst, Klaus, Oh ja, ganz schön kaputt. wenn ich hier hochfahre, ist alles stimmig, außer das hier. Ja. Und ich fahre hier hoch wie so ein Rennpferd mit Scheuklappen. Wir wollten das erstmal abreißen hier und dann mit Natursteine das ganze Ding dann wieder aufbauen. Ja? Dass es zum Haushalt passt. Das sind auch Sandsteine hier, dass es alles einstimmig wird. Also wir müssen das an 2 Tagen machen. Heute machen wir einen Abriss, Demontage sozusagen von dem Zaun und den Bauschutt werden wir entsorgen. Und dann müssen wir noch mal einen Tag finden, wo wir die Sandsteine dann platzieren. Da werden wir noch mal so einige Stunden ins Land gehen. Es steht den Profis ins Gesicht geschrieben. Das Projekt benötigt Euphorie und eine Portion Mut. Ich würde sagen, da war ein bisschen Feuchtigkeit hinterm Putz. Die Mauer ist, für mich ist sie, sagen wir mal, kaputt, sie ist fertig. Es kann alles erstmal entsorgt werden und gucken, was dann übrig bleibt. Kein Wunder also, dass Paddy diesem Schandfleck jetzt endgültig ein Ende setzen möchte. Wie viel Budget hat er eigentlich eingeplant? Steine einkaufen, Klaus bezahlen. Ich denke mal so 12, 13, 1400 Euro. Ja, kommen wir bestimmt mit hin. Und der Schwierigkeitsgrad? Beim alten Häuser ist nichts Einfaches. Ja? Du musst immer Plan B haben. Du fängst an mit einer Türrahmen, das ein bisschen quietscht, dann hast du auf einmal eine ganze Tür und Türrahmen noch, das du einbauen musst. Ja? Das ist, aber dafür das habe ich auch schon mal gemacht und der Klaus auch. Dafür musst du Geduld aufbringen. So ein Projekt ist schon ein bisschen anspruchsvoller, weil es muss ja auch vom Grund auf einiges gemacht werden. Da ist nicht einfach jetzt, wir streichen da mal was drüber oder wir nageln da ein paar Bretter zusammen, weil hier geht es ja in eine Substanz rein, die jetzt erstmal marode ist und dann eventuell neu aufgebaut werden soll. Du schraubst, Klaus, und ich nehme es weg. Was zu schrauben ist, Ja. aber werden die Brechstange auch brauchen. Ja. Klaus restauriert beruflich Fachwerkhäuser. Mit etwas Know-how und der richtigen Ausstattung greift er Paddy bei seinem Projekt unter die Arme. Jetzt muss man mit dem Flex hier dran gehen und das hier durchflexen. Und diese Kappen hier oben drüber, die müssen auch mal weg, dass man so ein Fundament hat, wo man die Steine dann drauflegen kann. Aber das erstmal, das ganze löse Sachen muss halt mal runter. Paddys Hauptwohnsitz ist in Frankfurt. Das süße Ferienhäuschen hier in Nordhessen hat der Ihre aufwendig und mit viel Liebe zum Detail selbst hergerichtet. Und von Südirland ausgewandert kam Paddy wie genau nach Hessen? Dann bin ich nach Frankfurt gekommen mit 70 Mark, 35 Euro, mit dem Schiff, nicht mit dem Flugzeug, mit dem Gedanke, Geld zu verdienen und nach Australien weiter zu fliegen. Das war dienstags. Und am Freitags habe ich gefragt, wo die meisten englischsprachigen Menschen hingehen. Das war nach Sachsenhausen in Frankfurt, in die irische Kneipe, ein Bier getrunken und da habe ich meine Frau kennengelernt. Und das sind 36 Jahre her. Und wir sind immer noch zusammen. Ja, das ist dann schon cool, wenn hinter dem Mensch auch so eine Story steht, ja. Aber die Mauer hat es hinter sich. Bringt der coole Typ nichts, ne? Ja, ich denke, der Paddy scheint ein cooler Typ zu sein. Also allein deswegen rentiert es sich mal hinzufahren und anzuschauen, was mit seinem Mäuerchen da los ist. Ursprünglich hatte es Paddy gar nicht so mit Steinen, eher schon mit Rock'n'Roll in einer Punkband in Irland. Aber anstatt einer Karriere als Musiker kommt der 56-Jährige als gelernter Kunstglaser groß raus.
In der Getty Museum in Malibu habe ich gearbeitet, im Buckingham Palast habe ich gearbeitet und Science Museum, Victorian Albert Museum. Für Salvador Dali haben wir auch Vitrinen gebaut. Also ein richtig sattes Vergangenheit gehabt. Ja. Bis meine Frau zu mir sagt, Paddy, weißt du was? Wir haben 2 kleine Kinder. Entweder du wechselst die Arbeit oder du suchst dich eine neue Frau. Also Job aufgegeben, als Schulhausverwalter beworben, den Job gekriegt. Weniger Geld, aber eine bessere Lebensqualität. Und das ist für mich sehr wichtig. Paddy Gini hat für sich entschieden, wo seine Prioritäten liegen. Zur Lebensqualität gehört auch das Ferienhaus in Rosenthal und seine Freundschaft zu Klaus. Lange kennen sich die beiden noch nicht. Aber für Paddy ist Kumpel Klaus Hilfe ein Geschenk des Himmels. Der andere war voll. Jetzt ist ein Anfang gemacht, ja. Jetzt wird nur aufgebaut. Sieht besser aus. Klaus, hast du alles? Ja, Paddy, ich bin soweit. Alles klar. Die Fässer lasse ich mal hier stehen. Super. Und Wir sehen uns mal, ja? hau rein. Gell? Mach ich. Mach's gut und Dankeschön, gell? Gerne. Tschö. Zu Hause in Frankfurt hat Handwerker-Profi Willi neben den beruflichen auch noch eigene Baustellen. Jetzt haben wir noch mal ein paar Steinchen geholt. Weil ich will ja jetzt meine Terrasse umbauen. Für meine liebe Frau. Bei Willi Becker gilt, hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine starke Frau, die genau weiß, wie sie ihre Wünsche an den Mann bringt. In diesem Fall geht es zu einem Projekt im eigenen Garten, das auch schon etwas länger auf seine Vollendung wartet. Als allererstes machen wir mal Mörtel an, weil sonst geht es ja nicht vorwärts. Da brauchen wir Wasser. Ja, so ein Drittel Wasser. Und jetzt tun wir den mal da reingießen. Hopp. Immer langsam. Das Mörtel anrühren geht dem Maurermeister natürlich leicht von der Hand. Ich würde sagen, das ist immer gut. Teilweise ist es so wie Kuchenbacke. Weil man braucht seine Zutaten und dann hat man seinen Quirl und dann kann man den mal rühren. Ah, da kann ja noch was rein. So, ein bisschen dünn. Da müssen wir noch mal einen kleinen Nachschlag machen. Die richtige Konsistenz kennt der 67-Jährige natürlich aus dem FF. Und wer vielleicht gedacht hat, hier auf heimischem Boden würde der 5-fache Meister mal 5 gerade sein lassen, der irrt. Jetzt machen wir ein bisschen nass, weil auf trockene Sachen mauert sich schlecht. Ich habe manchmal, früher war das noch schlimmer, wenn ich Material noch auf der Baustelle zu viel hatte. Und da habe ich gedacht, Mensch, das kannst du noch daheim irgendwie brauchen. Und dann habe ich das Material gerade mitgenommen und habe dann daheim gerade mal was noch erstellt. Jetzt nehmen wir hier ein bisschen Mörtel, machen das hier gerade so ein bisschen an die Ecken dran. So. Und jetzt pappen wir den ersten Stein mal hin. So, ach, der sitzt ja wie perfekt. So, als ob er das gelernt hat. Muss man halt nur gucken, dass man hier irgendwie in die Gerade reinkommt. So, und dass er so, bis sie gerade ist. Ach, das passt ja alles. Das ist wie im richtigen Leben. Der Anfang ist immer das Schwerste. Aber wer hätte bei so viel Erfahrung auch gedacht, dass nicht schon der erste Stein perfekt sitzt? In den letzten Jahren hat Willi von der Einfahrt bis zum Einfamilienhaus alles gebaut. Und was noch nicht passt, wird eben passend gemacht. Jetzt haben wir hier so einen kleinen Bereich, da müssen ein kleines Steinchen reingesetzt werden. Ja, und den müssen wir jetzt klopfen. Machen erst die längs, dann oben. Der wird dann auch gleich umfallen. Ja. Dadurch, dass der Stein ja nass ist, ist das ein bisschen schwierig. So. Den Stein nehmen, schön reinsetzen. Zack, 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 zack. Und passt. Ja, und so kann man dann anfangen zu rechnen. Wenn wir hier halbieren, dann haben wir auch ein schönes Mauerwerk und machen dann hier ein Dreiviertel. Dann passt es. Es ist der 4. von 5 geplanten Bautagen in Hombergshausen. Hier lebt, umgeben von saftigen Wiesen, grünen Wäldern und jeder Menge Ziegen, Joschi.
Für die kleine Herde um Bock Seppel hat der 30-Jährige in den letzten Tagen die Scheune innen ganz schön umgekrempelt. 2 Abteilungen hat er zusammengelegt und ein mobiles Gerüst für die Kletterspezialisten gebaut. Ich kann ja schon mal das Geländer dran halten, dass wir mal sehen, was wir heute vorhaben. Sammy, gehen wir zurück. Das kriege ich alleine auch gehalten. Ich stelle mich nur auf die Träger, weil ich will nicht abschmieren. Das kommt dann ungefähr so dran, ne? Das meiste hat Yoshi in Eigenregie mit gebrauchten Baumaterialien auf die Beine gestellt. Was ihm manchmal an Planung und Fachwissen fehlt, macht seine Begeisterung auf jeden Fall wett. Ja, geil. Yoshi ist top motiviert. Der Ausbau ist eine Herzensangelegenheit. Nicht nur die Ziegen sollen sich hier wohlfühlen, schon bald dürfen hier Jugendliche mit den Tieren arbeiten. Wie ich das am schlausten mache. Das ist, wenn man mit fertigen Teilen arbeitet, dann muss man das irgendwie passend hinfuschen. Egal, es wird gut. Sowieso. Irgendwie. Natürlich würde das mehr Sinn machen, sich vorher mal ein paar Notizen zu machen. Aber ich habe letztendlich ja das Material auf mich einwirken lassen, was ich zur Verfügung hatte. Und dann mit meinem Machen hat sich der Plan halt anders entwickelt. Es macht Spaß, mit so einem Zeug zu arbeiten. Es wäre auch geil, wäre das jetzt alles mit niegelnagelneuen Holz so, aber dann hätte das hier halt richtig Geld gefressen. Mit dem gesparten Geld würde Yoshi nämlich am liebsten was ganz anderes machen. Urlaub mit der Traumfrau. Die müsste er allerdings auch noch finden, aber eins nach dem anderen. Die Dinger. So, dann trage ich Nummer 1 schon mal hoch. Ich baue mich auch immer zu. Da bin ich talentiert für. Naja, heute, wo die Sonne mal wieder in Sehr Strömen schön. scheint, ist der trockene Stall doch ein gemütlicher Ort. Und Yoshi arbeitet wirklich unermüdlich. Nachdem das Geländer angebracht ist, muss noch der Boden ausgeglichen werden. Hier hatte der Ziegenvater ein paar Tage zuvor eine Mauer eingerissen. Auch wenn ihm die Zeit im Nacken sitzt. Planlos Yoshi nimmt's mit Humor. Ach Gottchen. Siehst du, und da noch mal ein bisschen nachbessern und da noch mal ein bisschen nachbessern. Die Zeit verrennt. Ja, manche überschätzen sich halt auch mit, ich schaff das schon, ne? Handwerk ist zwar kreativ, aber auch manchmal nicht ganz so einfach. Ein weiterer fleißiger Handwerker will heute den Grundstein für seine Mauer legen. Oder vielmehr die Steine. Paddy Gini ist unterwegs zu Christian Koch. Der Gartenbauunternehmer hat genau das Richtige für Paddy. Partner. Wir wollen jetzt mal die Steine abholen. Das macht hier Christian, der lädt die dann auf. Von Christian habe ich die dann gekauft. Der hat seine eigene Firma. Hi Christian, alles fit? Das sind Sandsteine, die sind verbaut gewesen, also behauene Sandsteine. Und die sind hier aus der Region. Also sind die gewonnen worden vor geraumer Zeit. Und dann waren die in einem Haus verbaut und das ist abgerissen worden. Und dann haben wir uns die letzten Endes mitgenommen. Und die finden jetzt quasi dann nochmal zum zweiten Leben. Hammer! Second-Hand-Steine. Das sind ja fast schon Felsbrocken, die da auf dem Laster landen. Ob sich Paddy vielleicht jetzt schon fragt, wie er diese Kavenzmänner verbauen soll? Zwischendrin gibt es einen kleinen Boxenstopp bei Paddys Frau Sabine. Ich will dir jetzt mal zeigen, was ich geholt habe. Hi Ivan. Hi, hi. Alles gut? Ja. Komm mal raus, ich will dir mal was zeigen. Subi. So Bini, guck mal, was ich geholt habe. Hallo Christian, grüß dich. Alles gut? So, Toll. ja, eben geholt. Super. Also ich habe es gerade gestern gemerkt. Normalerweise schaut man ja eher auf das Haus und redet sich manchmal auch ein paar Sachen schön. Und als wir gestern ankamen, habe ich gesagt, oh je, also es sieht wirklich böse aus. Die muss unbedingt weg. Jetzt wird's Zeit. Und die werden abgeladen und dann geht's los. Und dann sind wir diese Kackmauer endlich mal los. Gell? Sehen wir uns um 7. Okay, Schön. alles klar. Bis später, gell? Tschüsschen. Oh je, was war das? Vom Lieblingsplatz zur Kackmauer, wie Paddy sie liebevoll nennt, sind es nur wenige Meter. Die riesigen Gesteinsbrocken lädt Christian Koch dann aber ganz schön abseits der eigentlichen Baustelle ab. Wie mühelos das mit der richtigen Gerätschaft aussieht.
Und wie viel Mühe es wohl machen wird, die Felsen später zum Haus zu bringen. Und es sind nicht die einzigen Steine, die von Paddy quasi recycelt werden. Die anderen Steine hier vorne sind von einem Kumpel von mir, von Frankfurt, das momentan oder allgemein jetzt nicht so gut geht. Und die werde ich mal in den Mauer vorne einbauen. Und wenn die Mauer fertig ist und ich Feierabend habe, werde ich da drauf gucken. Und das ist so eine kleine Erinnerung an ihn. Ein großer Batzen Arbeit wartet hier. Ein letztes Mal durchatmen. Okay, Christian, vielen Dank nochmal. Sehr gerne. Wenn sie nicht reichen, sagst du Bescheid, bringe ich noch welche. Mach ich. Ja, ciao. Pass auf dich auf und fahr vorsichtig. Das mache ich. Bis dann. Schönes Wochenende. Gut, danke. Hat alles geklappt, so wie ich das geplant habe. Viel geplant habe ich nicht. Das ist einfach so, es flutscht. Wenn die Leute wissen schon mal, was sie zu tun haben, man muss nicht viel planen. Das geht automatisch dann. Wenn sich jetzt die Steine auch noch automatisch in Richtung Mauer bewegen würden, wäre das ein Träumchen. Am nächsten Tag warten vor dem Ferienhäuschen die bröseligen Mauerreste auf die Grundsanierung. Paddys Kumpel Klaus ist wieder mit am Start. Dann fangen wir mit den Großen unten an. Ha? Was meinst du? Ja, und dann Okay. siehst du, dass der auch so einen Schwung hat. Mhm. Und den Schwung würde ich nach außen machen, Okay. damit man den schön sieht. Weißt Genau, von der Optik her. du? Da, wo ja. du drauf guckst. Ja. Sonst wird man Dann ewig. probieren wir das mal mit dem Greifer. Das ist ja semi-professionell. Mein Bagger ist ja eher so zum Ausschachten und so. Ich bin da nicht so ausgerüstet. Wir müssen mal gucken, wie wir das ein bisschen improvisiert hinkriegen. Tages sieht es fertig zu werden, gell, Klaus? Noch sieht die Baustelle ganz schön traurig aus. Kaum zu glauben, dass aus diesem Bruch hier in nur einem Tag eine schicke Steinmauer werden soll. Aber hey, Klaus hat einen Bagger. Wer kann das schon von sich behaupten? Die Steine wiegen bis zu 180 Kilo. Nicht alle lassen sich so richtig gut greifen, auch wenn Klaus wirklich eine Engelsgeduld aufbringt. Das ist dann wohl das Problem mit dem semi-professionellen Gerät. Und auch auf der Mauer lauert ein Problem. Naja, das Auflager ist jetzt suboptimal. Gell? Mhm. Ja, ja. Das habe ich eben noch nicht gesehen. Mhm. Aber wir haben ja hier die Verkantung vorne. Mhm. Die Steine sind ja im Verhältnis viel breiter. Mhm. Ja, ja. Hast du dir da mal Gedanken gemacht, wie du das machen willst? Entweder wir bocken das hier auf, habe ich gedacht, das mal auf eine Ebene mit kleineren Steinen und stellen das hier raus. Weißt du, was ich meine? Bis wohin geht denn dein Grundstück? Der geht, auf jeden Fall geht er hier vorne hin, bis vorne hin. Das Ich habe doch einen wir Plan. können machen, was wir wollen. Ja, ja. Ohne Laterne wäre das ein super Konzept. Ja, weil ja. wir das schön, weißt du, der Kasten verdeckt dann die Fugen. Aber mit der Laterne wird das nichts aussehen. Und wenn wir hier mit den breiten Steinen, was wir haben, bis hierhin gehen, nehmen den Stein jetzt von meinem Kumpel hier Nee. und gehen außen rum. Nee, also die einzige Variante, die mir jetzt gefallen könnte, wäre, wenn man hier nochmal Eine Reihe hinlegt. und dann könnten wir verbreitern. Wenn du mal meinst, dass es nicht nach vorne geht, dass man nach innen gehen muss, dann ist es Ich okay. denke schon. Paddy lässt sich gerne von seinem Kumpel überzeugen. Jetzt habe ich erstmal die Anschlussteile genommen zwischen neuem Mauerwerk und altem Mauerwerk. Die habe ich auch hier in so einer Kiste drin, weil die Kisten, die habe ich damals gekriegt, das liegt auch schon fast 20 Jahre zurück. Die hat die Post alle aussortiert. Das sind alle Postkisten. Bevor die geschreddert werden, habe ich mir gedacht, die nehme ich. Weil so als Lager, da kann man viele Sachen drin lagern. Ich habe hier überall auch so hier Kleinigkeiten drin, Lötkolben. Ist alles ein bisschen sortiert. Also in alle Kisten ist was drin. Und das Einzige, man muss mir wissen, wo was drin ist. Und ich weiß das. Ordnung ist Willi ja auch offensichtlich wichtig. Die klopfen wir jetzt da ein bisschen rein, damit die Mauer hier später nicht weg kann. So, das ist der. Und hier dasselbe nochmal. Das machen wir 2 Stück. So, und jetzt geht es weiter. Unsaubere Wandabschlüsse sind potenzielle Schwachstellen. Die Nägel wirken wie Maueranker und sorgen später für Stabilität. Wenn der Profi so flott mauert, merkt man ihm seine 67 Jahre wirklich nicht an. Es ist halt so, dass junge Leute die Kraft haben, aber die Alten wissen, wie es geht und kennen die Abkürzung. Das ist der kleine Unterschied. So, jetzt haben wir die zweite Reihe auch voll gelegt. Das ist super, ist gerade. Ich liebe das.
Das sage ich meinen Lehrlingen auch immer. Sage ich, ihr steht hier, guckt mir, mein Arbeitsplatz ist sauber. Wenn ich hier meinen Arbeitsplatz habe, der voller Müll, Dreck ist, so sieht die Arbeit nachher auch aus. Ja, also saubere Arbeit, langsam arbeiten. Langsam ist in der Hinsicht schneller. Früher war das genauso. So habe ich das auch gelernt. Mein Altgeselle hat schon immer gesagt, pass auf, wo du dein Zeug hinstellst. Genauso, wenn mir irgendwie eine Kelle runtergefallen ist vom Gerüst, die hat mir keiner hochgeholt. Und wenn du Akkord arbeitest, dann musst du runter, musst du deine Kelle holen, dann wieder hoch. Das ist Zeit. Währenddessen hast du 3 Steine gesetzt. Man muss überlegen, was man macht im ganzen Leben. Ja, wie die Frau ihre Handtasche, liebe ich mein Mauerwerk. Wenn meine Frau lostigert und sagt, du, ich habe da einen neuen Ring oder ich habe da einen neuen Disc geholt, sage ich, ja, geh du das mal holen. Ich habe da was anderes. Ich muss da auch noch mal ein bisschen rumfummeln. Und dann fummelt die da und ich fummel hier. Und so, das kann dann für sich jeder. Wenn man weiß, wie es geht. Dafür sind wir da. Bis die Mauer einigermaßen stabil steht, sind das 24 Stunden. Belastbar ist sie ungefähr nach 3 Wochen. Natürlich muss man gucken, dass auch kein Regen reinfällt. Wir werden das nachher, oder ich werde das nachher auch noch abdecken, weil es sieht ja so aus, als ob es nachher regnet. Weil das sind ja Kalksandsteine. Kalksandsteine saugen das Wasser an und somit würden die Steine immer nass bleiben. Das wollen wir ja nicht. Deswegen werden die abgedeckt mit so einer Folie, Mauerfolie. Ja, und dann ist sie nach 8 Tagen, kannst du sagen, schon mal ein bisschen mehr belastbar. Ja, und nach 2, 3 Wochen ist okay. Nanu, es ist so still in Hombergshausen. Steht die Baustelle von Joschi etwa still? Offenbar fühlen sich die Ziegen gerade massiv vernachlässigt. Allen voran Bock Seppel, der hier den Kasper macht. Als liebevoller Ziegenpapa sieht Joschi das aber nicht so eng. Im Gegenteil, die Tiere sind ihm wirklich ans Herz gewachsen. Wir haben sie jetzt in den 1 Jahr, wo ich sie hier in Hombergshausen habe, sehr viel gegeben. Auch in einer schwierigen Zeit, nach einer schwierigen Trennung, haben die mir unheimlich viel gegeben. Und irgendwie hatte ich Bock, halt so einen Grundstock zu setzen, halt für weitere Projekte oder für Menschen, die gerne irgendwann mit den Ziegen was machen wollen. Ich war halt in einer Jugendhilfeeinrichtung mit Tieren, also auch mit Ziegen. Und das hat mir in der Zeit unheimlich viel Struktur gegeben. Und Struktur ist ja was so Jugendliche brauchen. Die kleinen Rabauken sehen so aus, als würden sie mal schön auf Joschis Struktur pfeifen. Die hecken doch bestimmt schon wieder den nächsten Blödsinn aus. Und da gibt es Verschmuste, die immer ihre Streicheleinheiten brauchen und so weiter. Die holen sich halt das, was sie brauchen. Und geben halt auch unheimlich. Ich meine, was gibt's Schöneres, als mit einer Ziege ab und zu kuscheln? Denkt sich Bock Seppel auch und fordert mal eben vehement seine Streicheleinheiten. Ein Geben und Nehmen. Joschi nimmt's vor allem locker. Das sind Ziegen. Jetzt ist erstmal wieder Schluss mit Schmusekurs. Die Arbeit ruft. Ich will das Gitter einmal schneiden, aber ich will vorher, bevor ich das ganz durchschneide, was ausprobieren, ob ich eventuell das biegen kann, weil dann könnte ich mit dem Schräggitter da ideal dran. Frei nach Schnauze ist voll Joschis Ding. Das geht ja nach Augenmaß. Joschi hat sich 5 Tage Urlaub genommen, um in der Scheune den Ziegenstall auszubauen. Hier sprühen die Funken, aber das muss man ihm lassen. Joschis Augenmaß haut super hin. Ja, geil.
Yoshi hat sein Projekt größtenteils allein gewuppt. Im Hintergrund ein Netzwerk aus Freunden und Bekannten. Mit Geld ist es kaum aufzuwiegen. Und durch dieses Engagement hat er viel Geld gespart. Schätz mal. 2.000 bis 3.000. Wenn da auch noch jemand wäre, der ab und zu die vorwitzigen Ziegen im Blick hat. Die haben es sich heute in den Kopf gesetzt, Yoshi von der Arbeit abzuhalten. Na, ist gut. Da würdet ihr nicht die ganze Zeit Mist machen? Da lacht sie nur. Jetzt ist aber mal Schluss mit lustig. Und weiter geht's. Yoshi ackert im Akkord. Kann er denn trotzdem den Zeitplan halten? Da ich ein Typ bin, der manchmal auch Ängste hat und denkt, er schafft das nicht, die ich gestern Abend hatte, aber dann gesagt hat, ach komm, chill, sei schon mal stolz auf dich, was du überhaupt geschafft hast. Dann haben wir definitiv heute noch echt gut was geschafft. Also ich dachte, ich muss mit mehr Provisorium heute auskommen, aber irgendwie schafft man das doch, so wie ich mir das eigentlich vorgestellt habe. Freut mich. In Rosenthal am Edersee kommen ihre Paddy und sein Baukumpel Klaus dem Mauerplan immer näher. Wir bauen jetzt mit diesem Stein, das ich von meinem Kumpel gekriegt habe, nach innen, dass wir unten drunter eine etwas breitere Fläche haben für den großen Stein, dass wir hier auf den Anhänger. Also innen drin, in den, ich nenne das mal so ein Grab hier, in den Grab wird es schmaler, weil wir nach innen gehen. Wenn du drauf guckst, von innen sieht das wegen dieser Platten jetzt von der Optik viel schöner aus. Und wir kriegen dann unten ein breiteres Sockel für den größeren Steine, was wir hier haben. Und dann habe ich, wie gesagt, eine Verwendung auch für diesen Steine von meinem Kumpel aus Frankfurt halt mal. Ja. Wir werden hingehen, wir werden uns das anschauen und ich habe schon gute Tipps mitgenommen jetzt, die wir dann da auch vor Ort besprechen können. Die Steine von Paddys Freund aus Frankfurt lassen sich gut transportieren. Aber weil das Fundament der alten Mauer viel schmaler ist als die großen Sandsteine, sollen Ziegelsteine die Auflagefläche verbreitern. Baustellenreste, weißt du? Guck mal, die Ja, könnte man Upcycling. nehmen. Weißt du? Die werden unten als Sockel dann verwendet halt mal, ja. Und die sind auch wetterfest. Das heißt, im Winter, wenn es nass wird und friert, die brechen jetzt nicht auseinander halt, ja. Hier gibt's keine Haarspaltereien. Gib vor, ob das klappt. Einer muss jetzt aber mal den Anfang machen. Also wenn du mich fragst, ist das der perfekte Stein. Zeig mal. Und warum würdest du denn jetzt aussuchen? Und schau mal von der Form. Ist ja ideal. Hier hast du fast einen rechten Winkel. Die Sandsteine, die Paddy vom Abriss eines alten Fachwerkhauses bekommen hat, machen es den beiden nicht gerade leicht. Die schwersten Brocken wiegen an die 180 Kilo. Und die sollen jetzt irgendwie zu einer neuen Mauer geformt werden. Aller Anfang ist schwer. Perfekt. Deswegen wollte ich mal hier in die Ecke anfangen, dass man von hier weggehen kann. Ja? Das ist das bestimmte Stein hier. 1, 2, 3, 4 Ecksteine. Viele weitere müssen folgen. Ein Knochenjob. Aber frei nach dem Motto, sitzt, wackelt und hat Luft, genießen Paddy und Klaus ihre Etappenerfolge. Das ist jetzt gut gelaufen. Gefällt's dir? Ja, mir gefällt's. So. Und jetzt fangen wir hier mit dem Fundament hier mal an. Dass wir nach innen gehen. Ist viel zu schmal für den breiten Steine, dass wir da oben auf dem Anhänger haben. Also wir müssen die unterbauen halt, ja. Dass die nicht aussehen wie ein Balkon später, man das ganze Ding nach innen kippt. Und es wird Zeit, dass mal einer genauer drauf schaut. Willi Becker und seine Fachkompetenz. Ob der Maurermeister und das Fundament Freunde werden? Das Fundament ist zu schmal, habe ich gehört. Ja, jetzt müssen wir mal gucken, wie ist der Boden oder die Bodenbeschaffung selber. Das alte Fundament, das müssen wir jetzt mal anschauen. Ja, und wie tief ist es vor allen Dingen. Hi Willi, Ich grüße dich, hallo, servus. alles fit?
Ja, bei dir Super. auch? Ja, alles gut, super. Ihr seid fleißig dran? Ja, ja. Dann schauen wir mal. Du sollst überprüfen. Gut. So, siehst du hier, Willi. Das sieht ja erstmal nicht schlecht aus. Nein, gell? Wir wollten jetzt punktuell mal mit diesen Ziegelsteinen Ja. ein bisschen was hier dran machen. Ja. Ja. Dass wir gehen nach innen. Die Steine, was wir hier auf dem Anhänger haben, sind viel größer als das, was hier vorhanden ist. Also wir wollen keinen Balkon bauen. Ist mir schon klar. Ja, Aber es soll ja trotzdem halten, oder? genau. Und deswegen wollten wir Was haben wir hier? 25. Ja. Und wie breit sind die Steine? Die sind unterschiedlich breit. Weil das sind behauene Sandsteine, Ja. ein altes Fachwerkhaus. Und dann haben sie hier das draufgepackt. Da habt ihr das draufgepackt. Ja. Aber der Hohlblock ist ja nicht gerade das Gelbe vom Ei. Ja, ja. Das ist alles hier Frostschaden. Siehst du es hier vorne? Ja. Dass man das Ja irgendwie gut, auch überhaupt nicht- Bewegung. Ja, Da genau. ist Bewegung drin. Bup, 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 bup. Es Ja. rüttelt und schüttelt. Und Ja, hier fließt das Wasser wie gestern auch. Genau. warte mal, ich nehme mal gerade den Fäustel hier. Will ich mal gerade mal ein bisschen gucken. Ich gucke gerade mal hier jetzt. Ah, das ist ja schon nicht schlecht. Ja, ja. Wie hier vorne auch, Willi. Ah, das ist gut. Deswegen haben wir es auch dran gelassen. Wie Ja, hier, das ist sehr gut. wie da hinten auch. Offenbar ist das bröselige alte Fundament doch noch stabiler als vermutet. Trotzdem muss hier noch einiges passieren. Ich finde es gut, dass er hier wenigstens die Steine oder das Fundament stabilisieren will. Und somit haben wir ja dann auch entsprechend breite Auflage für die entsprechenden Quadersteine. Haben wir eine Kelle oder sowas hier? Ja, oder ja, sowas? logisch. Spring dir mal Weil da raus. würde ich sagen, da würden wir mal erst anfangen, mal ein bisschen Waschel zu machen, oder? Ja, können wir machen. Weil ich will mal gerade gucken, wie der Untergrund hier ist. Ist der noch stabil, oder? Jo, halbwegs. So, ja? Weil wenn nicht, dann müssen wir noch ein bisschen klopfen. Im nordhessischen Hombergshausen ist am 5. Tag des Projekts Stallumbau alles ganz entspannt. Vor allem die Vierbeiner. Ziegenvater Yoshi könnte jetzt mal jemanden gebrauchen, der ihm sagt, wo es lang geht. Wie ich das Holz schützen kann durch Angriff des Mistes. Also das Ammoniak, das würde ja das Holz ganz gut angreifen. Und dann, ich habe an Betumanstrich gedacht. Ich weiß nicht, ob das Richtige ist oder vielleicht auch andere Alternativen gibt. Da könnte Lisa mir auf jeden Fall sehr weiterhelfen. Ich würde auf jeden Fall eine wasserbasierende Wetterschutzfarbe nehmen, die auch angenehm oder gut für die Tiere ist und da keinen Schaden anrichtet. Noch lieber schaut sich die Maler- und Lackierermeisterin das Ganze vor Ort an. Auf die Seite, ne? Haben wir schöneres Licht. Hier ungefähr so hoch wird dann der Mist stehen. Ich würde auf jeden Fall die Wetterschutzfarbe nehmen, es farbig machen, deckend. Und ich würde sagen, wenn der Mist sowieso bis hierhin steht, dass man optisch einfach ein schöneres Bild hat, dass man die Höhe der ersten Latte annimmt, sagt, man geht da einmal rundherum und macht das einmal farbig. Und immer, wenn du einmal ausmistest gefühlt, machst du dann immer noch mal einen schönen Überholungsanstrich drüber. Und wird hier jetzt alles kunterbunt? Es ist ein Ziegenstall, es soll sehr funktional sein. Also würde ich sagen, lassen wir das Augenmerk hier einfach auf den 3 Podesten und brauchen da gar nicht. Ich glaube, die Ziegen freuen sich auch, wenn nur die 3 Kisten farbig sind. Die Ziegen waren in den letzten Tagen schon vorwitzig genug und werden nicht gefragt. Ganz anders als Yoshi. Zeige ich dir das da unten? Möchtest du da unten reinkriechen? Dann würde ich sagen, machen wir es frei Schnauze und gehen einfach rüber. Wer kann denn bitte Freischnauze mit einem dicken Pinsel so gerade Linien ziehen? Maler- und Lackierermeisterin Lisa hat eine ruhige Hand. Heimwerkern dürfen aber natürlich auch mal Schnitzer passieren. Gott sei Dank nicht vorne passiert, sondern seitlich. Habe ich mir so Mühe gegeben. Wenn wir jetzt gelernt und gesehen haben, wie es geht, machst du später einfach nochmal für den besseren Schutz einen zweiten Anstrich drüber.
Unten wird nur so hoch versiegelt, wie der Mist maximal stehen wird. Außerdem bekommen die Kletterkästen einen Anstrich. Yoshi ist mehr als zufrieden. Ja, sehr dankbar, finde ich cool, dass man hier noch einen schönen Sonntagmittag irgendwie in Ziegenstall verbringt und das farblich ein bisschen schön macht. Und das Holz ein bisschen schützt halt, ne? Das ist ja der Hauptfokus gewesen. Während die Hauptpersonen noch ganz entspannt nichts von allem ahnen, sind die fleißigen Handwerker schon voller Vorfreude. Ich finde das mega süß. Es hört sich schon an wie eine Familie. Man muss auch einfach für seine Tiere leben. Dann macht es am meisten Spaß. Lisa genießt hier jeden Pinselstrich. Für die Maler- und Lackierermeisterin ist es Traumberuf und Berufung. Yoshi stellt sich aber auch nicht so schlecht an, oder? Er darf auf jeden Fall aushelfen. Streichen ist jetzt, hat er jetzt drauf. Langsam, aber sicher nähert sich Yoshis Großprojekt dem Ende. Aber Lisa hat noch eine schöne Idee. Nachdem wir jetzt die 3 Kisten farblich abgesetzt haben, dass du dir da, muss jetzt keiner von diesen 3 Exemplaren sein, etwa was Abstraktes, was Frecheres, was Süßes, dir einfach vergrößerst und noch in die Mitte beispielsweise oder oben hin als Hingucker dir einen Ziegenkopf direkt auf deine Baustelle, auf dein Klettergerüst machst. Ich finde die Idee mega schön. Das hat dann nochmal so einen kleinen Hingucker, das Ganze. So, würde ich sagen, cooles Projekt auf jeden Fall. Und du schickst mir mal ein Bild, wenn es fertig ist. So, Und dann freue ich mich drauf. Ja. Ich wünsche dir noch einen schönen Sonntag. Ebenso. Mit dem Kopf durch die Wand? Das hat hier keinen Zweck. Ich habe jetzt hier gemerkt, der Untergrund ist nicht gerade so stabil. Den müssen wir etwas stabilisieren. Also, wir machen die losen Teile weg, nehmen jetzt den Hammer und klopfen hier ein bisschen fest. So, wir fangen jetzt hier vorne in der Ecke an und setzen jetzt erstmal den Stein, so dass wir nachher auf diese Höhe kommen, damit oben die breiteren Steine auch Platz finden. Behende flutscht der Mörtel, doch schwer sind die Steine. So. Während Profi Willi ackert, staunt Heimwerker Paddy. Zu Recht. Ja. Willi, du hast noch drauf, du. Ja. So. Das ist mal wieder sehr interessant, so zu mauern. In der heutigen technischen Zeit unmöglich. Der Kunde würde das nie akzeptieren so. Aber ich bin ja froh, dass es auch solche Leute hier gibt, die das noch verstehen und die sowas lieben. Jetzt nochmal. Ich wünsch dir Lieben ohne Leiden, sang schon Udo Jürgens. Aber naja, man kann ja offensichtlich nicht alles haben. Warte mal. Erstmal die hier. Und wer solche Freunde hat, braucht auch keine Feinde mehr. Das sieht so gut aus. Oh, alter Profi. Ah ja, hör mal. Ach, hör mal, ist so gut. Ich habe euch alle lieb. Gib alles, Willi, gib alles. Ich habe euch alle lieb. Allein mit dem mächtigen Brocken kann auch der Profi keine Meisterleistung vollbringen. Also alle noch mal ran. So. Wir sind 1/2 Kilometer jetzt hier weg, gell? Ja, ich schaffe das nicht. Das Projekt ist hervorragend. Sowas sollte öfters passieren. Aus alt mach jung. Und da hat man sich, das hat man gesehen, sehr viele Gedanken gemacht. Und vor allen Dingen, man weiß, um was es geht. Alte Steine wieder neu verwenden und auch selbst diese Steine wieder neu zu bearbeiten, hervorragend. Wetten, dass am Abend vor allem der Rücken alles sagt, aber nicht aus alt macht jung. Egal, bis zum Schluss ist hier jeder hochmotiviert.
bin mit euch sehr zufrieden. Danke. Stellst du uns am Montag ein? Da müssen wir noch mal drüber reden. Ich gebe mir Mühe. Tschö, Willi. Mach's gut. Tschö, komm gut nach Hause, gell? Ist doch schon mal nicht schlecht, oder? Genau. Haben wir schon mal einen Anfang gemacht. Ja, ja, War cool, dass der Willi da war. genau. Und jetzt haben wir doch eigentlich jetzt nicht mehr so viel zu machen. Nee, Gell? nee. Die Ecke war wichtig. Hier. Ja, das haben wir alles so von der Optik her richtig hingekriegt. Ja. Und das ist wie gesagt ein Anfang. Und das Beste, was wir hier aufbringen kann, ist Geduld halt. Ja. Das kannst du nicht übers Knie brechen, das geht nicht. Ja, sieht doch ganz gut aus bei so einem wilden Mauerwerk. Weiß man nie, wo man am Ende ist. Aber Paddy ist zufrieden, dann bin ich es auch. Ja, noch sieht es ganz schön wild aus und die geplanten 2 Tage sind auch schon fast rum. Da wartet doch noch einiges an Arbeit auf die Hobbymaurer. In Hombergshausen ist tatsächlich so gut wie alles geschafft. Joschis Ziegenstall erstrahlt förmlich in neuem Glanz und der Ziegenpapa ist happy. Bin glücklich, bin stolz, bin erleichtert, dass die Ziegen jetzt gleich hier rein können. Da war zwischenzeitlich schon das Gefühl, oh Gott, das schafft man nicht in der Zeit, aber 2 Ställe zusammengelegt und ein mobiles Klettergerüst gebaut in 5 Tagen. Einfach nur wow. Seppel, du reißt hier alles ab. Na, hoffentlich nicht auch im Stall. Endlich dürfen die Ziegen in ihr neues Reich. Am aufgeregtesten ist aber wohl Joschi selbst. Na komm. Komm. Hier. Als oberster Ziegenchef macht Joschi den Anfang. Hopp. Komm, Seppel. Komm. Ja, geil. Es funktioniert. Glücklich. Wie schön. Joschi hat 5 Tage geschuftet für seinen Traum von einem neuen und artgerechten Stall. Hier fühlen sich die Ziegen offensichtlich wohl. Und zahlreichen sozialen Projekten mit Jugendlichen und den Tieren hat Joschi noch dazu den Weg bereitet. Herrliche Pilze mit der Futter drauf, es funktioniert alles. Das ist schön. Erleichtert bin ich. Und fast fließt sogar ein Tränchen. Ja, ich bin kurz davor, aber ich reiß mich noch zusammen. Ja. Nee, ist schön, einfach so einen Grundstock jetzt gesetzt zu haben. Für weitere Projekte rund um die Ziegen. Das freut mich. Er hat aus altem Material was Neues geschaffen, was ich hervorragend finde. Wenn man das jetzt insgesamt betrachten würde, für einen, der kein handwerkliches Geschick aufweisen würde, denke ich, wäre dieses Projekt gescheitert. Aber Joschi ist nicht gescheitert. Im Gegenteil. Sein rundum überholter Ziegenstall ist ein echter Erfolg. So engagiert, wie der 30-Jährige sich reingekniet hat, hat er auf jeden Fall das volle Lob seiner Mädels und der Profis verdient. Und sogar mit dem Ziegenbild hat es am Ende noch geklappt. Das nächste Mal verschönert Tobias Geisel seine Arbeitsplatte mit Epoxidharz. Was ich jetzt natürlich nicht gemacht habe, was natürlich vorher schlau gewesen wäre, zu gucken, dass das Ganze in Waage ist. Und wenn es dann schief geht, war es eine teure Lehrstunde. Na, hoffentlich hat er sich da mal nicht vergossen. Bei Soll das so? Einsatz für die Handwerkerprofis.